Ich pfeife wirklich aus dem letzten Loch. Der Fuß ist nicht weit weg. Also wir waren ja mitten in der Nacht auf den Tede. Wir erwarten oben bis zu -6 Grad. Das heißt, das reicht natürlich nicht aus. Wir zeigen euch, was wir da anziehen dafür. Und zwar übers T-Shirt natürlich das erste langärmliche Leiberl. Sowie das zweite langärmliche Leiberl. Darüber gibt es einen dicken, fetten Pullover. Wenn der nicht ausreicht, dann weiß ich es auch nicht. Au! Damit an den Beinen nicht so kalt wird, haben wir uns extra noch so eine dicke Fließhose geholt. Nicht fehlen darf außerdem ein Stirnband sozusagen. Dann das wichtigste Objekt ist in einer knalligen Farbe, das ist kein Muss, aber ist irgendwie cool, eine fette Daunenjacke. Markerl kommt von der Auto da. Okay. Mit Kapuze. Drüber hätte ich nur eine Regenjacke, das sparen wir dabei einmal. Außerdem haben wir Handschuhe, weil es schon echt heiß, und eine Stirnlampe. Und jetzt bin ich ready. So, wir sind am Parkplatz angekommen. Tatsächlich, es ist jetzt kurz nach 1, es sind jetzt schon fast alle Parkplätze belegt, also man muss wirklich sehr bald da sein. Wir haben uns angezogen, es geht von der Kühlung her, Sternenhimmel ist schon ziemlich geil und ja, wir legen jetzt los. So, ich kämpfe aktuell noch mit meiner Hirnbirne, aber ich weiß nicht genau. Ich schaue es nicht, dass ich es umstelle. Sind wir ready? Ja! Gehen wir so, LTD, let's go! Ja, der Lampen ist scheiße. Ich hab's ausgefällt. Ach so! Also, Laura, was hast du für Schwierigkeiten? Das ist für die Leute, die uns auf Instagram folgen, ein Running Gag, dass ich Schwierigkeiten mit der Stirnlampe habe. Es ist immer. Ja, jetzt bist du eingeschaltet. Ja, Und ausschalten geht auch vom anderen. Sehr gut, und wo gehen wir hin? auf dem Tede. Da. So, wie ist eure Motivation? Hopp. Nur ist der schöne Weg. Das Scheißstückel kommt erst. Vielleicht sagst du noch was zum schönen Weg. Wie ist denn die Wegbeschaffenheit so am ganzen Weg aufteilt? Ja, also erst geht es so wie jetzt auf einem normalen Kiesweg da hier, der wo nicht recht steil ist. 3,5 Kilometer, glaube ich. Dann kommen 2,5 Kilometer, die wo sausteil sind, die werden richtig hässlich. Dann kommt so eine Notunterkunft. Ab der wird es wieder leichter. Und ja, dann sind wir eh schon bei der Gondelstation und da ist dann noch mal ein letzter Anstieg von 150 Höhenmeter. Der wo noch mal so der Gräber wird, aber der ist auch machbar. Ich bin hyped. Also, wir sind jetzt auf 2566 Meter Höhe und wenn man jetzt denkt, wir sind in Oberösterreich, war das schon der höchste Gipfel und wir sind gerade erst ein paar Kilometer gegangen. Mal schauen, ob wir die Hechen spüren. Wir müssen auf 3,7. Wird anstrengend.
Die erste Runde. So, die erste Etappe ist erledigt, die 4,5 Kilometer bis zu Montaña Blanca. Es gibt zum Beispiel eine Trinkpause und einen Energieriegel. Man merkt schon, dass man nicht geschlafen hat und ja, da hilft ein bisschen auch Zucker. Jetzt kommt das steile Stück. Wir sind gespannt, aber nach wie vor motiviert. Das haben wir mal 3, 4, 5, Axel ist schon ganz schön frisch. Der andere Mund. So, man merkt schon die Höhe. Wir sind jetzt auf Irre. 2700, fast 2800 Meter. Macht sie bemerkbar, gell? Wir schnaufen. Alter. Und wir müssen nur mal fast so hoch. Mhm. Ja, man muss schon einen Vogel haben. Oder Leute? Ein bisschen Vogel muss man haben. Ja, normal darf man nicht sein dafür. Leute, wie geht's euch? Miert und gut. Wir brauchen sehr viel Pause. Ja. Aber dann geht's. Man sollte halt einfach auf seinen Körper hören und wir machen jetzt gerade auch alle 50 Höhenmeter oder so eine kleine Pause. Aber nur so 1-2 Minuten, weil sonst ist es zu kalt. Und dann geht es immer gleich weiter. Und so als Einschätzung, wir sind jetzt seit 2 Stunden unterwegs. Ja. Und so geht es eigentlich relativ gut dahin, finde ich. Und Laura, bist du auch wichtig? Ich bin auch wichtig. So, wir haben 3000 Meter erreicht und offenbar gehe ich noch weiter. Egal, Fakt ist, wir sind über 3000 Meter jetzt zum ersten Mal. Mir geht's nicht gut. So, ja, jetzt ist ein steileres Stückchen. Schau, dass ich die Kamera nicht blende. Es ist mittlerweile 4 Uhr und ja, wir haben nur mehr 600 Höhenmeter, aber die Höhe macht uns schon zu schaffen. Es ist nicht der Weg das Schlimme, sondern die Uhrzeit und die Höhe. Ja, zach. Aber wir schaffen es. Ja, ich war noch nie so hoch und man merkt, dass man von 0 auf 3000 auf ist, sage ich mal, für 2 Stunden. Kopf, Schwindel, alles. Jasmin, wie geht's da? Mir geht's gut. Aber ich schnaufe wie euch und es wird steiler. Das macht's gerade nicht besser. Ich fühle es gerade nicht mehr. Was hast du für einen Tipp? Genug gewandt und nur mehr. Es ist kalt. So, also aktuelle Höhe 3148 Meter. Ich glaube, das ist schon höher als der Fansipan. Das heißt, keiner von uns war schon so hoch und es geht noch höher. Laura hat euch schon ein paar Tipps gegeben. Da hake ich noch ein. Gewand ist das Wichtigste. Fühltringer genauso wichtig. Stirnlampen hilft. Wir sind auf über 3000 Meter, das heißt Anzeichen von der Höhe, also dass man den nicht so gut vertragt, merkt man. Wir haben alle schon ein bisschen leichten Schwindel, ein bisschen Kopfweh und sind nicht ganz auf der Höhe. Ich glaube, jetzt wird schon ein bisschen zach. Aber was machen wir trotzdem nicht? Wir geben nicht auf und ihr könnt uns gern folgen, wenn ihr findet, dass das cool ist, was wir machen, weil wir geben uns echt Mühe für guten Content. So, es geht wieder bergauf. Oh Wunder, der Weg ist etwas netter. Ich glaube, wir haben zuerst die Abkürzung genommen. Eine große Zeichen früher gerade an. Aber nur auf der rechten Seite. Und das Spannende ist, so viele Leute, die was da hinten aufgehen. Es ist wie ein lichter Ketten zu Allerheiligen. Und der Weg geht da weiter.
Weißt? Das atmen ist schwer. Leute, was haben wir gerade gefunden? Pause! Wuhu. So, wir haben jetzt das Refugio Alta Vista erreicht. Es ist die einzige Herberge am Weg und die ist seit Corona war zu. Sie schaut sehr creepy aus. Man kann glaube ich auch nicht rein oder es gibt noch einen so einen Notschlafdings. Ja, das war jetzt so der Moment für so einen Lost Place. Aber keiner von uns hat glaube ich die Energie. Jetzt gibt es einmal kurz was zum Essen. Und dann packen wir nur die letzten paar hundert Meter. So. Und ich frage mich, warum immer ich deppert umkomme in die Videos. So, ja, es ist kurz vor 5 Uhr. Zeit für Energy Gel. Ein bisschen Koffein zwischendrin für die letzten Meter. Cola-Geschmack. Das gönnen wir uns jetzt auch noch. Und gar nicht mehr so als eine Bank, oder? Axel, was machst du da? Mit Zeichen vor da. Und da hast du ein Wärmepolster drin, oder? Wir sind jetzt auf 3360. Es wird nicht besser. Es wird nur blöder. Es ist langsam ziemlich zart. Jetzt ist, wenn man bergauf geht, so, dass die Pumpen Vollgas läuft. Wenn man wieder steht, geht's, aber sobald man sich bewegt, eskaliert es. Und mir ist schlecht. Genau. Aber hilft nichts. 300-400 Höhenmeter noch, dann haben wir es geschafft. Ich selber alle nicht so viel. Also wir sind auf 3,4, knapp 3,5. Das Terrain ist sehr wackelig. Die Höhe macht sich wirklich bemerkbar. Man muss alle paar Meter mal stehen bleiben. Aber das Schöne ist, es sind weniger als 100 Meter bis zur Seilbahn. Das heißt, wir dürfen da durchschnaufen. Und dann sind es nur mehr 200 bis zum Gipfel. Sternenhimmel nach wie vor traumhaft schön, aber man kann es nicht so genießen, weil man eben beschäftigt damit ist, dass man nicht verreckt. So, wer trotzdem jetzt noch motiviert ist, auf den Teddy zu gehen, Daumen hoch. Ich zeige euch ein bisschen, was da so vor mir ist. Hey Laura, warum sind wir mitten in der Nacht da? Erstens, weil es eine Seilbahn gibt, die aber alle Leute nehmen und wir wollten irgendwie was machen, was nicht jeder macht. Deswegen gehen wir mal in der Nacht auf. Zweitens werden wir den Sonnenaufgang sehen wollen. Der ist kurz nach 7 und die Bahn fährt erst ab 9 Uhr, deswegen geht sie nicht ganz aus. Und der Hauptgrund ist folgender: Wir wollen auf den Gipfel rauf und für das braucht man eigentlich eine Genehmigung. Diese Genehmigungen sind sehr streng limitiert, es gibt nur 200 am Tag. Und es ist wirklich Monate im Voraus ausgebucht. Und nachdem wir erst vor ein paar Wochen beschlossen haben, nach Teneriffa zu kommen, haben wir natürlich keine Chance gehabt. Ja, man kann jedoch vor 9 Uhr, das heißt bevor die Gondel kommt, sozusagen ohne Genehmigung auf. Es ist nicht illegal, es ist aber nicht 100%ig legal. Es machen jedoch ziemlich viel Leid und das ist die einzige Chance, Sonnenaufgang am Gipfel zu haben. Und wir haben uns dafür entschieden, haben es zwischenzeitlich kurz bereut, aber insgesamt ist trotzdem eine sehr gute Entscheidung. Das heißt, wir gehen jetzt? Wir gehen jetzt die letzten 200 Höhenmeter da. So. Los geht's! Jetzt wird es flacher. Jetzt ist die Höhe von der Bergstation erreicht. Und ja, es ist ein Ende in Sicht.
Das ist das Gate oder 10er Weg. Den letzten Rest zum Gipfel aufgeht. Da ist normal abgesperrt, jetzt ist offen. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine Einladung. So, was sehen wir? Gran Canaria. Und dahinter geht's dann auf. Die Sonne geht echt genau. Es leuchtet wunderschön. Und ich glaube ganz weit weg ist Lanzarote. Ja, da hinten wird es Ich pfeife wirklich aus dem letzten Loch. Gipfel ist nicht weit weg. Der Weg ist immer noch relativ schnell. Aber so, was wünschst du? Ich bin glaube ich 2-3 Meter unter dem Gipfel. Panorama ist Wahnsinn. Und die Sonne geht gleich auf. Gebt euch das. Was sagt's? Alter, es ist so geil, wir sind endlich oben. Es ist der Wahnsinn. Die Aussicht. 1950. Mega geil. Mega. Und den Schatten da hinten, das haben wir auch noch nie gesehen. Es ist ein Traum. Unglaublich. Les derrière, donc en fait la lumière elle est derrière. Du wieder von neu erfunden, oder? Jetzt geht's da wieder gut, gell? Non, non, non. Was macht ihr? Da ist ein Loch und da kommt so heißer Schwefel raus. Und das tut echt gut. Aber es stinkt. Nach? Schwefel. Verfaul die, wa? Ja, irgendwas. So, ihr seht, wir sind schon wieder zurück oder Es ist- eigentlich herunten. Es ist immer nur derselbe Tag. Es sind 2 Stunden vergangen, aber es scheint die Sonne, wir haben fast nichts mehr an und wir sind wieder herunten. Ja, und am Weg von der Seilbahn zurück zu unserem Parkplatz, das überraschenderweise doch länger ist, als wir geglaubt haben. Jetzt werden wir noch zusammengeführt. Hoppala. Ja, was können wir sagen? Fazit. Ich habe gekämpft. Wir haben alle sehr gekämpft. Also gerade die letzten paar 100 Höhenmeter waren abartig.
Man merkt die Höhe schon mehr, als man es vielleicht erwartet. Wir haben es überhaupt nicht einschätzen können, weil wir noch nie so hoch waren, aber man merkt die Höhe definitiv. Ja, und dazu kommt natürlich Nacht und Kälte und ja, die Kombination aus dem Ganzen macht es halt einfach nicht leichter. Wir empfehlen die Wanderung trotzdem. Sie war extrem cool. Wir haben über 1300 Höhenmeter gemacht auf 10 Kilometer in knapp 5-6 Stunden. Wir haben, glaube ich, so viel geschnauft wie sonst noch nie. Und man kann sich ja die Bahn buchen, dass man mit der runterfährt. Dann ist das Ganze wieder relativ gut machbar. Wir empfehlen auf jeden Fall, wann das wir nachmachen, Richard, weil das mit den Genehmigungen ja wirklich nicht so easy ist. Unbedingt ganz viel zum Anziehen mitnehmen, unbedingt bald da sein. Wir waren, wie gesagt, um 1 Uhr bei dem Parkplatz und ich glaube, später hätten wir auch nicht dürfen. Na, wir haben einen von den letzten Parkplätzen erwischt und es war dann schon relativ viel los am Trail. Genau, man sieht da jetzt, dass da die Leute sich gegenseitig zuparken auf dem Parkplatz. Ja. Ich hoffe, wir kommen raus. Also das war ganz wichtig auf jeden Fall. Und natürlich Ausrüstung von Stirnlampe über Snacks und Wasser und so weiter. Natürlich alles selbstverständlich. Aber insgesamt eines der geilsten Erlebnisse des heutigen Tages. Ja, und wenn ihr noch mehr so geile Erlebnisse sehen wollt, dann folgt uns, liked das Video und ja, dann verpasst es nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal.